Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Kingdom Hearts Theorie Video. Worum wird es wohl heute gehen? Als es das erst aus der Dunkelheit Licht kam und dieses Licht brachte Menschen hervor, die Herzen besaßen. Kingdom Hearts ist das Licht. Es wird öfters so genannt und dient als die Quelle allen Lebens. Und genauso kann es auch alles Leben beenden. Doch dazu in einem späteren Video mehr, das sich explizit mit Kingdom Hearts beschäftigt. Ah ja, genau. Ich habe eine Abstimmung gemacht und wie der Zufall es so will, habt ihr auch, wenn ich es nicht dort geschrieben habe, exakt diese Option am meisten gewählt. Also kommen wir jetzt zu Kingdom Hearts, der Zeitreise der Propheten und Subjekt X. Diese Theorie basiert auf meiner ersten Theorie. Um dem Gedankengang zu folgen, empfehle ich daher, diese zuerst anzuschauen. Kingdom Hearts ist das Licht. Wenn wir irgendetwas garantiert bestätigt bekommen haben, dann das. Zumindest, wenn die Rede vom echten Kingdom Hearts ist. Die Kingdom Hearts aus Teil 1 und 2 haben eine andere Funktion und Erschaffungsweg und sind somit nicht hierfür von Belang. Allerdings gehe ich bei Zeiten sicher auf diese beiden Kingdom Hearts auch noch ein. Das echte Kingdom Hearts ist jedenfalls das Herz aller Welten. Und es ist das Licht, was überhaupt erst die gesamte Welt ins Rollen gebracht hat. Da ich davon ausgehe, dass Licht mit Zeit gleichzusetzen ist Kingdom Hearts praktisch das Gegenstück zum Reich der Dunkelheit. Quasi das Reich des Lichts. Dumm nur, dass es die Bezeichnung Reich des Lichts schon gibt. Und einfach eine Menge Welten beschreibt. Deshalb werde ich zu Verständniszwecken das Innere von Kingdom Hearts nun Reich der Zeit nennen. Während das Reich der Dunkelheit ein Raum ohne Zeit ist, bei der die Zeit nur von der Perspektive abhängt, müsste demzufolge das Reich der Zeit ein Ort sein, in dem nur die Zeit herrscht und nur der Raum von der Perspektive abhängt. Es ist viel schwieriger, sich diese Seite vorzustellen, als einen Raum, in dem etwas rückwärts oder vorwärts läuft. Daher gehen wir das in kleinen Schritten an. Wenn es einfach nur Zeit ist, dann gibt es keine Möglichkeit, etwas wahrzunehmen. Es gibt keine Materie oder irgendetwas anderes, was einen zurückhalten könnte. Demzufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass man im Inneren selbst einfach in allen Zeiten gleichzeitig existiert, in denen Kingdom Hearts existiert. Man wäre genauso wie im Reich der Dunkelheit im Inneren gefangen ohne einen Ausgang. Mit dem Unterschied, dass im Reich der Dunkelheit man etwas zum Interagieren hat. Im Reich der Zeit würde man wahrscheinlich sich mit Lichtgeschwindigkeit zwischen den Zeiten selbst bewegen. Wie kann man sich also den relativen Raum vorstellen? Im Reich der Dunkelheit gab es einen Gegenstand, der die Zeit gemessen hat, welcher für die relative Zeit sorgte. Diesen zu beeinflussen konnte die Zeit beeinflussen. Im Reich der Zeit ist das nicht anders. Wenn man ein Stück Raum hat, kann man dieses Stück Raum nach seinem Belieben formen. Allerdings gibt es im Reich der Zeit keinen Raum und genau das macht es so unvorstellbar, sich das Innere vorzustellen. Okay, so wäre das Ganze also aufgebaut. Was hat das mit den Propheten zu tun? In 0.2 Burst by Sleep bekommen wir eine Cutscene vom Ende des Schlüsselschwertkrieges, in welcher Lushu mit dem Auge vom Meister der Meister diesen beobachtet. Dort sieht man, wie die Herzen vom Schlüsselschwertkrieg in Kingdom Hearts aufgesogen werden. Ich habe schon gehört, dass dieses Kingdom Hearts erst beschworen haben soll, was Blödsinn ist, da es schon vorher da ist, wie wir aus der Szene mit Ira und dem Meister der Meister wissen. Ich habe auch gesehen, dass Leute behaupten, dass Kingdom Hearts praktisch der Ort ist, zu dem die Toten gehen. Weil eben in dieser einen Szene Erakus und Xehanort nach oben schweben. Aber wir haben dafür eigentlich extra die finale Welt bekommen. Von daher sehe ich das auch nicht so. Ich denke also, dass all diese Herzen stattdessen in Kingdom Hearts eingedrungen sind und somit im Reich der Zeit gefangen sind. Sie existieren fortan in allen Zeiten, aber können zu keiner Zeit entkommen. Zumindest nicht so lange sie keinen Raum haben, um sich einen Ausgang zu schaffen. Da ich davon ausgehe, dass Dunkelheit Raum ist, müsste Kingdom Hearts also nur von der Dunkelheit befallen werden, damit im Inneren Raum existiert und diese Leute sich eine Tür zur Außenwelt öffnen können. Klingt das weit hergeholt? Schauen wir uns doch mal eine Szene aus Burst by Sleep an. That's not Ben. Correct. I am not Ventus.
His heart has become a part of mine now. This Keyblade will open a door, one that leads to all worlds. Then, Keyblade-bearing warriors will flock here from each and every one of them to battle for the light within Kingdom Hearts. And just like the legend says, the Keyblade War will begin! Shut up! I'm sick of your nonsense! Give Ven his heart back! Na, klingt doch sehr nach dem, was ich gerade erzählt habe, oder? Alles schön und gut, aber wo sind denn all die entkommenen Schlüsselschwertträger, könntet ihr jetzt fragen. Sie sind da. Aber sie sind auch nicht da. Sie sind im Grunde im Moment so etwas wie Geister, die in der Welt existieren, aber nicht mit dieser interagieren können. Sie brauchen genau das Gleiche, was jeder andere benötigt, der eine Zeitreise in eine Zeit macht, in der er nicht existiert. Jemand mit Erinnerung und einem Medium. Und damit kommen wir zum Erscheinen der Propheten. Angenommen, sie sind aus Kingdom Hearts entkommen. Dann tauchen sie genau in dem Moment auf, als Lushu No-Name aus dem Boden zieht. Er hat die Erinnerungen an die 4 Propheten und das No-Name-Schlüsselschwert stellt das Medium dar. Da in ihm das Auge des Meister der Meister ist, welches als Schlüsselschwertanhänger von allen Propheten fungiert. Auf die Frage, ob Lushu sie zurückgeholt hat, beantwortet Lushu dies mit ja. Also können wir stark davon ausgehen, dass er ihre Körper so neu geformt hat. Aber wo ist jetzt eigentlich Ava? Sie war auch beim Schlüsselschwertkrieg? Also müsste sie ja auf die gleiche Weise in die Zukunft gekommen sein. Nun, Ava ist ein Sonderfall. Es ist für sie immer noch sehr unklar und ich kann deshalb nur eine sehr vage Theorie zu ihr aufstellen. Grundsätzlich denke ich aber, dass Ava Subjekt X ist. Doch eins nach dem anderen. Was wissen wir von Subjekt X? Wir wissen, dass sie schwarze Haare hat und scheinbar 15 Jahre in etwa ist. Bei Ava sehen wir niemals die Haarfarbe und 15 Jahre kann sein, ist aber schwer einzuschätzen. Sie wirkt auf jeden Fall zusammen mit Gula sehr jung im Vergleich zu den anderen. Dass sie am Ende von Union Cross 15 sein könnte, finde ich nicht so abwegig, wenn ich bedenke, dass Ventus zu dem Zeitpunkt 11 war. Okay, dann wissen wir, dass sie sich noch an 4 Freunde und einen Schlüssel erinnert. Wie sehr man die Propheten als Freunde bezeichnet, sei dahingestellt. Ich denke, sie waren zumindest Freunde, bevor ein möglicher Verrat im Raum stand. Und der Schlüssel könnte auf No-Name hindeuten. Ava hat schließlich Lushu kurz vor ihrer Zeitreise bekämpft. Natürlich kann es auch auf Skuld und die 4 anderen Union-Anführer zutreffen. Der Schlüssel wäre dann hier Master Defender, der an FMA gegeben wird. Allerdings gibt es in Union Cross am Ende einige Freunde mehr und der Schlüssel hatte wenig mit Skuld zu tun. Wir wissen außerdem, dass Subjekt X mit Axel und Sykes geredet hat und irgendwann von einem Mann mit einer Augenklappe weggebracht wurde. Dies ist sehr wahrscheinlich Break. Außerdem sollte man erwähnen, dass erst neulich Skuld ein bisschen unwahrscheinlicher wurde, da am Ende von Dark Road Xehanort selbst seine Mutter mit Skuld vergleicht. Dies macht es wahrscheinlich, dass sie nicht so weit in die Zukunft gereist ist oder wie FMH gar nicht erst losgereist ist. Letztendlich können wir uns eigentlich nur einer Sache sicher sein. Subjekt X ist eine Zeitreisende, die ihre Erinnerung verloren hat. Nun, nicht alle Zeitreisenden verlieren ihre Erinnerung. Leute, die ihre Erinnerungen nicht verlieren, sind Quain, der Meister der Meister, Ira, Invi, Gula, Aset und Malefiz. Eventuell wäre dann noch Strelitzia und wenn wir auf Zeitreisende schauen, die keine Erinnerung haben, dann wäre das Ventus, Elrina, Lauriam und Subjekt X. Bitte bemerkt, dass all diese Zeitreisenden aus dem Rettungsboot kommen. Doch zumindest Malefiz und sehr wahrscheinlich auch Brain haben ihre Erinnerungen trotzdem behalten, obwohl sie die gleiche Route genommen haben. Außerdem ist die Beschädigung der Maschine oder der körperliche Zustand auch unwahrscheinlich, da zumindest Lauriam und Elrina in gutem Zustand gereist sind, ohne Maschinenschaden und trotzdem keine Erinnerung haben. Zum Thema Erinnerung muss ich nochmal eine Sache korrigieren aus dem letzten Video. Diese sind nicht nur an ein Herz gebunden. Erinnerungen können sowohl an Herz als auch an Körper gebunden sein. Das Herz passt seine Erinnerungen allerdings dem Körper an, was der Grund ist, warum man in vergangenen Körpern seine Erinnerungen der Zukunft verliert. Die beiden Dinge,
die den Körper nach der Zeitreise formen, sind jemand mit Erinnerungen an die Person sowie ein Medium. Ich denke, die Erinnerungen an die Person formen den Körper und das Medium erinnert den Körper daran, was ihn ausmacht. Die Medien waren bisher immer persönliche Gegenstände, wie Malefiz Mantel, Waynes Hut oder das Schlüsselschwert von Meister der Meister. Deshalb denke ich, dass das Medium der Propheten ebenfalls das Schlüsselschwert ist. Lauriam, Erena und Ventus haben kein solches Medium. Das Einzige, was man dazu deuten könnte, sind die Blumen, der Wind und die Blitze. Aber mal abgesehen von Lauriams Blumen gibt es dort gar keine Verbindung zu den Charakteren. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie nur durch Erinnerungen entstanden sind. Aber wer hat sich dann an sie erinnert? Wir sollten davor erstmal klären, was Erinnerungen eigentlich in Kingdom Hearts sind. Ich weiß, ich springe vom Hundertsten ins Tausendste, aber leider ist dies nötig, um verständlich zu machen, was ich ausdrücken möchte. Erinnerungen sind in Kingdom Hearts nichts anderes als Bilder in den Herzen oder Körpern der Person. Die Aneinanderreihung dieser Bilder ist, wie Namini sie bezeichnet, die Kette der Erinnerung. Diese Kette ist nur eine symbolische Darstellung einer Filmrolle, da diese aussieht wie etliche Bilder, die mit einer Kette verbunden sind. Das macht Naminis Fähigkeit im Grunde zu einer Filmeditorin. Das ist nebenbei auch der Grund, warum alles im Schloss des Entfallens mit Karten funktioniert, da diese Karten Bilder aus den Erinnerungen der Person in sich tragen. So, wann hat also jemand Erinnerungen an die 3 Pusteblumen gehabt? Dafür schauen wir uns diese Szene in Darkroad an. Der Spiegel ist eines der Wesen, die über ein extremes kosmisches Wissen verfügen. Sowas wie die Grinsekatze. Und in beiden Fällen gehe ich davon aus, dass diese Charaktere eigentlich gar nichts wissen, bis sie spezifisch zu einem Thema befragt werden. Da der Spiegel nach den Personen aus Xehanorts Träumen gefragt wird, muss dieser, um sie zu kennen, die Person für sich verbildlichen. Xehanorts Frage, wie er es wissen kann ohne einen Namen, ist auch sehr interessant, da ich denke, dass den Namen einer Person zu kennen, eine Erinnerung vollständig machen könnte. Dafür gibt es auch einige mögliche gezeigte Beispiele in Kingdom Hearts verteilt. Aber diese Spekulation ist etwas zum Diskutieren in den Kommentaren. Und genau das ist der Moment, in dem die 3 Charaktere aus der Vergangenheit
in der Gegenwart landen. Es passt sogar, dass Elrena und Lauriam explizit in der Welt vom Spiegel landen. Nur Ventus landet woanders. Den Grund dafür kann ich nicht sagen, aber es könnte mit der schattenhaften Person zu tun haben, die Ventus findet. Die Silhouette passt jedenfalls nicht zum Meister Xehanort. So, jetzt habe ich viel um den heißen Brei geredet. Nur um klarzustellen, dass der Erinnerungsverlust von Subjekt X wahrscheinlich vom fehlenden Medium herrührt. Wann und wie ist sie Kingdom Hearts entkommen? Das wäre in dem kurzen Moment, in dem die Key-Klinge in Burst by Sleep geschmiedet wurde. Zumindest wäre dies momentan die einzige Erklärung, die mir einfällt. Wenn ihr eine bessere Idee habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich denke, dass Ava zu diesem Zeitpunkt entkam und durch Breaks Erinnerungen wieder aufgetaucht ist. Allerdings hatte Break No-Name noch nicht und Xehanort hatte einen Gedächtnisverlust und konnte No-Name nicht beschwören. Somit existierte kein Medium für Ava und sie hatte Amnesie. Als Break sie dann aus dem Schloss befreit, gibt er ihr sehr wahrscheinlich eine neue Aufgabe. Eine, von der wir noch nichts wissen. Denn die Aussage von Break, dass Ava ihre Aufgabe durchgeführt hat, ist sehr unpassend. Schließlich hatte sie ihre Rolle damals schon durchgeführt, als sie sich beim Schlüsselschwertkrieg getroffen haben. Was diese Aufgabe ist, kann ich nur raten. Es könnte bedeuten, dass sie nach Quadratum reisen sollte. Oder etwas anderes. Übrigens, noch als kleines Extra, die Tatsache, dass Shion schwarze Haare hat, könnte daraus resultiert sein, dass Vexen Subjekt X als Vorbild für die erste gute Replika benutzt hat. So, ich denke, das wäre alles zu dem Thema und wir können es zur Diskussion freigeben. Haha, Osoma, jetzt haben wir dich. Das gibt alles keinen Sinn, denn Ava war ja gegen Lushu und Ava hat auch dem Plan des Meisters nicht zugestimmt, weswegen sie versucht hat, die Zukunft zu verändern. Wieso sollte sie jemandem wie Lushu helfen oder sogar eine Aufgabe erfüllen? Ach ja. Es gab ja auch Leute, die dieses Argument vertreten haben. Dazu kann ich eigentlich fast nur sagen... The truth is what you see with your eyes, not what you hear. Aber okay. Gehen wir das Ganze mal durch. Erstes Misskonzept. Ava hat versucht, den Plan des Meisters zu sabotieren. Wie hat sie das versucht? Sie gab Brain das Buch der Prophezeiung, obwohl es für F immer bestimmt war. Mal unabhängig davon, dass dieser Versuch extrem fruchtlos ist, hat sich die Prophezeiung, dass F immer das Buch bekommt, ohnehin erfüllt. Außerdem hat sie keinen Schimmer zu diesem Zeitpunkt vom Plan des Meisters. Sie weiß nur, dass sie die Pusteblumen trainieren soll, um die Welt zu retten. Und der Aufgabe ist sie gewissenhaft nachgegangen. Sie hat auch nicht versucht, den Schlüsselschwertkrieg aufzuhalten oder die Auslöschung des Lichts weit in der Zukunft. Sonst hätte sie Maßnahmen getroffen bei einer Person, die am Krieg tatsächlich teilnimmt. Und wenn ihr euch erinnert, dann habe ich in meiner Box-Theorie erklärt, dass die Dinge genau so kommen, wie der Meister es braucht, um den Weltuntergang einzuläuten. Das heißt, alle Handlungen außerhalb sind einkalkuliert. Das bedeutet, dass sie das Buch an Brain gibt, war festgesetzt und dass es Ephema erhält, im Buch geschrieben. Wisst ihr, was auch nicht stimmt, obwohl es im Buch steht? Dass Ventus ein Union-Leader wird. Der Meister wusste ganz genau, dass er in die Zukunft kommt und Dunkelheit in sich trägt. Dass Ventus nicht auf der Liste steht, ist ein Versuch vom Meister der Vergangenheit selbst, die Zukunft zu ändern. Er hat die Liste geschrieben und Dunkelheit hat es lediglich verändert, sodass es wie im Buch ist. Okay, das sollte das Misskonzept mit dem Meister klären. Wenn euch das nicht reicht, denkt mal, wie sehr alle Propheten an den Doktrinen des Meisters festhalten und sogar Kingdom Hearts beschwören wollen, um ihn zurückzuholen. Aber kommen wir zurück zu Ava und Lushu. Zum Zeitpunkt des Gesprächs sind die Propheten völlig am Durchdrehen, weil sie wissen wollen, wer der Verräter ist. Die verlorene Seite redet über eine Person mit dem X-Symbol im Namen, was es offensichtlich macht, aber Lushu ist ja nirgends zu finden und Ava kennt den Seiteninhalt nicht. Lushu ist der Verräter. Und nein, nicht wegen irgendwelchen Hintergedanken zum Meister oder sonst irgendwas. Direkt vor dem Schlüsselschwertkrieg bricht er seine Rolle. Jeder soll seine Rolle geheim halten, aber sie zu sagen, macht einen nicht direkt zum Verräter. So ziemlich alle anderen haben ihre Rolle auch gesagt. Aber bei Lushu ist das was anderes. Er soll nur beobachten, keine Einmischung in das Geschehen.
Allein dadurch, dass er seine Rolle verrät, mischt er sich bereits ein. Ava attackiert, nachdem sie ihn für den Verräter hält, und damit erfüllt sich erneut eine Prophezeiung von selbst. Der Verräter mit einem Schlag der Glocke den Schlüsselschwertkrieg auslöst. Ava weiß sehr genau, dass es keinen Sieger daraus geben wird. Also wäre es für sie das Klügste, nicht teilzunehmen. Doch sie nimmt teil. Und Lushu ist unversehrt später wieder zu sehen. Das bedeutet, keiner hat den Kampf gewonnen oder verloren. Es muss also zu einer Art Einigung gekommen sein. Die einzige Möglichkeit, Ava zu überzeugen, am Krieg teilzunehmen, ist sie zu überzeugen, dass es absolut wichtig ist, eine Dunkelheit in sich aufzunehmen. Sie sagt auch im Krieg, dass sie ihre Gründe hat. Das heißt, Lushu muss ihr gesagt haben, was der Meister vorhat. Und Ava hat dies für sich akzeptiert und dem Meister und Lushu genug Vertrauen geschenkt, um dem Folge zu leisten. Ich hoffe, damit sollte das geklärt sein. Es ergibt keinen Sinn, dass sie das Buch Boeng gegeben hat, weil der Plan des Meisters ihr missfällt. Das passt weder zeitlich noch anderweitig. Die einzige Argumentation, die ich akzeptiere hier, ist, dass die Charaktere vor 4 Jahren nicht jünger aussehen. Aber hey, kein Charakter ändert sich vom Aussehen in dem Spiel. Es ist halt einfach dem Artstyle geschuldet. Alle Klarheiten beseitigt? Gut? Gut. So, damit ist mein zweites Kingdom Hearts Video fertig. Und mich würde freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreiben könntet, ob ihr mit der Geschwindigkeit, in der ich das Ganze vorgetragen habe, klarkommt. Denn ich persönlich fand das für mich selber schon fast zu schnell. Aber ich habe halt das Problem, dass ich entsprechend Skripte schreibe. Und diese Skripte versuche ich dann halt entsprechend vorzutragen. Da ich halt nicht im Voraus weiß, welche entsprechenden Szenen ich einfügen kann und möchte, um das Ganze zu verdeutlichen, fällt es immer sehr schwierig für mich zu sagen, dass ich das Ganze jetzt langsamer vortrage oder schneller vortrage. Ich überlege mir halt die Zeit zu nehmen, die ganzen Szenen zu zeigen, aber wenn ich dann die ganzen Szenen ausspielen lassen würde, vor allem da ich sie ja stumm schalte, weil ich ja nicht sonst diese ganzen Mengen an Informationen hintereinander reinhauen könnte, dass das Video sehr viel lautlos wird, wie an diesem einen Punkt in dem ersten Video, wo ich einfach noch die Szene vom Reich der Dunkelheit abspielen habe lassen. Ich spreche zum Beispiel dieses Outro ohne Skript ein. Einfach bloß mal, damit ihr so eventuell den Unterschied sehen könntet. Und ja, ein anderer Punkt, der mir halt aufgefallen ist, was ich gerade halt in meinen Skripten oftmals ganz besonders merke, ist halt, wenn ich halt Dinge schon festgeschrieben habe in dem Skript und ich sie dann praktisch schon merke, dass ich sie in meinem Kopf erklärt habe, aber wohl im Skript nicht ausführlich genug und ich bin einfach zu weit im Video drinne, als dass ich das jetzt noch großartig ändern könnte. Deswegen habe ich dann halt an manchen Stellen sehr viel Text eingefügt, um halt entsprechend den Nachweis zu schaffen, was mein Gedankengang an der ganzen Geschichte ist. Deswegen, es tut mir leid, wenn ihr dann das Video pausieren musstet, um den Text zu lesen. Ich hoffe, das war nicht allzu schlimm. Bitte, ich würde mich halt gerne über Feedback freuen, bezüglich, ob halt dieser Videostil so passt oder ob ihr wollt, dass ich langsamer rede, dass ich mir mehr Zeit für die verschiedenen Szenen lasse, etc. Das weiß ich halt einfach nicht. Und je nachdem, was euch lieber ist, es würde mich freuen, wenn ihr es mir einfach sagt. Ansonsten schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Thema mit den Namen denkt. Also Erinnerung und Namen, ob die eine Verbindung haben. Und allgemein natürlich, was ihr von der Theorie haltet. Wie gesagt, sie basiert auf der vorherigen Theorie. Das heißt, es ist natürlich eine Theorie, die aufeinander aufbaut. Und das wird auch bei den anderen Theorien, die ich habe, so sein. Grundsätzlich einfach bloß, weil ich die erste Theorie für so extrem wahrscheinlich halte, dass ich sie schon fast als Fakt ansehe. Und wenn ich irgendwann von Kingdom Hearts praktisch von Nomura widerlegt werde, dann okay, dann schmeiße ich halt dieses ganze Theorien-Ding, was ich jetzt hier aufgebaut habe, wieder auf den Haufen und muss halt von vorne nachdenken. Aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist es für mich einfach die wahrscheinlichste Sache, die in Kingdom Hearts passieren könnte.
Und es nervt mich einfach, wie wenig Leute tatsächlich auf eine ähnliche Idee gekommen sind. Obwohl es gefühlt offensichtlich ist in meinen Augen. Naja. Jedenfalls, ja, man merkt, dass ich kein Skript habe. Ja, das war, wie gesagt, dieses zweite Video. Ich werde in die Abstimmung auf meinem Server wieder reinhauen, welches Video als nächstes dann kommt. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und es wäre schön, wenn ihr es mich wissen lasst, wenn es euch gefallen hat. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich das Video viel zu abrupt praktisch geendet habe. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bei der nächsten Theorie oder dem Let's Playen oder meinen Streams. Bis dahin und tschüss.